warum uns Negativität vom Leben trennt. Und wie wir es schaffen, aus der Negativität rauszukommen, ohne dass wir uns anstrengen müssen, positiv zu sein. Das finde ich super. Genau. Und wenn dich das interessiert, was wir machen oder was wir teilen, dann freuen wir uns darüber, wenn du den Kanal abonnierst, ein Like da lässt oder du kannst uns schreiben, Bemerkungen machen und so. Genau. Einfach mit jeder Interaktion gibst du uns irgendwie Energie zurück und wir kriegen die so mit, das bewegt was draußen. Ja, und wir freuen uns, in Kontakt zu sein Ja. oder wirklich zu merken, das erreicht wirklich Leute, es berührt Menschen. Du merkst vielleicht, das stimmt für mich, das macht was mit mir, weil das ist mega schön. Wir geben viele Retreats, wir haben viele Sessions oder Einzelsessions mit Leuten, wo wir direkt diesen Kontakt haben, und auf YouTube ist das weniger, ne? Da kriegen wir Ja, diesen... wir reden halt wie so in eine Kamera rein, aber wir wollen eigentlich wie so dich erreichen. Ja. Ne? Und das können wir still, aber wir können es halt einfach auch wirklich in Interaktion. Ne? Und wenn du interagierst mit uns, ist es einfach mega schön, weil es wie so ein Austausch ist von Erkennen, Anerkennen und gegenseitiges Sein. Deshalb freuen wir uns, dich kennenzulernen und von dir zu hören. genau. Und jetzt machen wir weiter mit dem Thema. Vielleicht hast du auch die Sehnsucht, so aus deiner Negativität rauszukommen. Ja, oder merkst vielleicht unglücklich zu sein Ja. damit. Ne? Das Ja. ist so... Weil wir haben irgendwie dieses spannende Thema heute mal aufgegriffen, um dir vielleicht mal zu erläutern, was eigentlich Negativität ist. Also wir halten viel Negativität wie so als normal oder einfach so anerzogen, oder wir haben das halt über Jahre aufgebaut und wir können die wie nicht ablegen. Und das stimmt halt nicht. Ne? Negativität ist ein Mind-Konzept, was wir drüber gestülpt haben, um uns zu bewahren, das Leben zu fühlen. Negativität hält uns getrennt von unserem Schmerz, von unserer Liebe, unserer Freude. Man könnte vielleicht wie so sagen, dass vielleicht die Sachen, die in unserem Leben passiert sind, dass immer wieder wir Misserfolge auch hatten, dass wir vielleicht verletzt wurden im Leben. Und dann ist das fast wie so ein Schutzpanzer, Ja, ne? Wo wir wie so, ja, wir haben das Recht, negativ zu sein, weil das Leben hat uns ja auch mega zugesetzt. Und das stimmt ja auch, das Leben hat uns zugesetzt. Und was wir aber machen, wenn wir diesen Schutzpanzer anziehen von Negativität oder wie, ich habe es ja gewusst, das Leben ist schlecht, das trennt uns, es fängt an, uns zu trennen. Und wir haben irgendwie so gespeichert, dass wir durch das Negativsein die Wunde heilen. Also wir haben das Gefühl, diese Negativität, die wir so als Schutz dann sehen, dass das irgendwie heilen würde. Aber das macht es nicht, weil die Negativität behindert uns am Fühlen. Vielleicht kannst du das auch sehen, dass du mit Negativität dich abschottest vor deinen eigenen Gefühlen. Also du bist schneller als das Gefühl. Negativ sein ist sehr simpel. Also du kannst sehr schnell negativ aufs Leben sein, auf das, was dir begegnet. Das ist so wie so eine Einstellungssache, könnte man sagen. Du stellst dich ein, negativ dem Leben gegenüber zu sein, weil das und das erlebt worden ist. Aber was wäre, wenn wir dir heute sagen, dann heil doch, fühl doch die Verletzungen und opfere die Negativität für dein Leben. Und für dein Glücklichsein. Und wir haben so einen Weg, den wir dir gerne aufzeigen wollen, der halt ohne Anstrengung ist. Also wir haben manchmal so das Gefühl, wir müssen aus der Negativität mit einer riesen Anstrengung raus. Also ich muss mich positiv denken oder ich muss mich rausreißen aus meinem depressiven Verhalten und so. Und was wir dir heute aufzeigen wollen, ist, dass es ein klares Erkennen braucht, dass das Einzigste, warum du die Negativität oder auch so eine Depression brauchst, ist, um dich zu schützen vom Leben und nicht zu fühlen.
Und sobald du anfängst, eigentlich wieder zu fühlen, den Schmerz, der vielleicht darunter ist, die Verzweiflung, aber auch die Liebe, die Sehnsucht, weicht das Ganze sofort auf. Also es hat mehr mit Fühlen und Loslassen zu tun, als mit Positivsein. Ja. Weit mehr. Weil wenn du das aufgibst, das Negativsein, wirst du merken, dass du auch wieder so ein Gefühl für andere Menschen kriegst. Also du verlierst auch diese Trennung, dass du keinen Kontakt hast oder dass du nicht lieben kannst oder dass du dich gefühllos fühlst oder eben abgetrennt. Ja. Ne? Und das hört sofort auf, wenn du die Negativität aufgibst und anfängst, das zu fühlen, was drunter ist. Und manchmal ist nicht mal Schmerz drunter, sondern das ist wie so eine Gewohnheit, einfach negativ zu sein. So, ne? Weil das Leben, das ist wie so eine Gewohnheit. Ja, es war ja klar oder so. Ne? Dass man es ist halt auch wie einfacher als positiv sein, aber irgendwie ist es ähnlich. Es sind beides so Mind-Konzepte. Ja. Und am schönsten wäre es eigentlich, wenn du in die Lebendigkeit reinkommen würdest. Nicht positiv sein, nicht negativ sein, sondern das Leben dich öffnest, es zu fühlen und zu erfahren. Ja, weil manchmal, wenn man die Negativität loslässt oder auch die Positivität, kommt man in so einen Neutralzustand. Und der ist auch nicht lebendig. Ne? Und deshalb sind manche Menschen dann auch so verzweifelt. Ja, ich bin ja jetzt gar nicht mehr negativ oder ich habe das Positivsein aufgegeben. Aber wir bleiben dann in so einer neutralen Gefühl oder Zustand kleben. Und der ist auch nicht, also da fehlt einfach die Lebendigkeit. Und den muss man manchmal erkennen als neutralen Zustand. Ne? Ja. Also wenn man eigentlich rausgeht, aus der Negativität kommt wie so ein neutraler Zustand. In dem ist es okay. Aber das ist auch nicht glücklich sein. Nee, das Leben ist nicht okay. Genau. Ne? Also da ist viel mehr greifbar, also viel mehr erfühlbar als okay. Ja. Und deshalb gib dich nicht mit neutral zufrieden, sondern lass auch das los. Also lass die Neutralität des Lebens gegenüber los. Schau, wie du dich berühren lassen kannst vom Leben und du von innen nach außen halt auch berührst. Also du berührst andere Menschen, indem du lebst, indem du was sagst, indem du fühlst. Wirst du wie fühlbar für das Leben. Und das ist weit weg von Neutralität. Und wenn du das auch kannst, also diese Neutralität loslassen und merken, oh boah, dann ist das Leben vielleicht plötzlich so lebendiger. Kannst du vielleicht sogar merken, dass in diesem lebendiger Sein wie so ein kleines Glücklichsein ist. Das ist vielleicht am Anfang so ganz klein, ne? Weil wir können uns manchmal, wenn wir sehr viel negativ sind, das gar nicht vorstellen, dass wir wieder glücklich sein können. Und deshalb ist es so wichtig, das so wahrzunehmen, dass das auch so ein ganz kleines, wie so eine Lebendigkeit oder so. So ein ruhiges, ruhiges Glücklichsein. Ja, genau. Ja. Und das ist mega schön, wenn man damit wieder connecten kann, weil du musst dir das Positivsein oder das Glücklichsein nicht aufbauen oder vorstellen oder so. Das ist eigentlich dein Naturzustand, das ist eigentlich dein normaler Zustand, wenn du fühlst und in Verbindung mit dem Leben bist, ist so ein tiefes vielleicht Erfülltsein oder Glücklichsein immer wieder da. Auch wenn schreckliche Momente sind, wirst du merken, dass das normale Glücklichsein, dieses... kann dir wie nicht genommen werden. Genau, auch, ne? ja. Aber dadurch, dass wir so lange an dieser Negativität oft hängen bleiben, ist das wie so ein starker Block. Also es macht was, also es macht uns eng im Körper, es macht uns eng in unseren Gedanken. Und das wieder loszulassen, haben wir das Gefühl, dass es wie so ein starker Akt, also ein Befreiungsakt. Ne? Dabei ist es eigentlich nur so ein kleines Erkennen. Nee, ich will das nicht mehr. Ich erschaffe mir nicht die Negativität, damit ich mich schütze vom Leben oder damit ich mich schütze von mir selber, also das, was tatsächlich in mir drin ist. Dieses kleine Ja zu dir zu finden, ist eigentlich das Ende der Negativität. Und du wirst merken, mit jedem Tag, wo du aufstehst, wird das Negative von dir abfallen. Ne? Und mit jedem Tag, den du ohne diese Negativität lebst und ohne diese Positivität,
wird dieses zarte Pflänzchen von Glücklichsein größer und größer und größer. Und du merkst, dass du ohne was zu tun erfüllt sein kannst. Fühlend und heilend in jedem Moment. Deshalb könnte man sagen, dass die Negativität schon einen starken Nutzen hat. Einen Nutzen, dass du das Leben eigentlich erkennst. Den Nutzen, dass du es loslassen kannst. Es hat dich wie so begleitet. Aber es hat eigentlich nur einen Nutzen, wenn du es wirklich opferst. Für dich. Für das Leben. Und die Welt atmet so auf, wenn wir diesen Schritt gehen können, immer wieder das loszulassen und in dieses Glücklichsein vom Leben wieder einzutauchen, in dieses Sein, wo du nicht viel brauchst, wo du einfach da sein kannst, ohne dich anstrengen zu müssen und merkst, ah ja, ich bin da. Das reicht schon. Ja. Deshalb ist es schön, wenn wir dir wie was nehmen konnten. Wir haben nicht viel zu geben, außer diese ruhige Zufriedenheit oder dieses Erfülltsein. Aber das, was wir nehmen können, sind diese Riesenlast von Negativität oder diese Last, sich anzustrengen, positiv zu sein. Und du bist viel mehr als das. Deshalb hast du auch die Fähigkeit, beides durchs Erkennen loszulassen. Ja, und vielleicht mitzubekommen, was das macht mit dir, ne? Wie sich das vielleicht auch anfühlt. Ja. Es braucht wie auch einen Mut, ne? So einen Mut für das zu gehen. Also du musst wie auch gucken, was hält mich eigentlich zurück, das Negativsein loszulassen oder nicht positiv zu sein. Was hält mich zurück? Es sind immer Gedanken, Bilder, Konzepte. Und wenn wir denen aber nicht mehr glauben, hält uns nichts mehr zurück. Und wir sehen, wie einfach es doch ist, aus der Negativität auszusteigen. Das wünschen wir dir. Ja, und schreib uns gerne, ob du dem folgen konntest, ob du vielleicht merkst, dass das für dich auch stimmt. Wir haben in uns so eine, könnte man vielleicht sagen, so eine Intuition, die wie in Verbindung geht manchmal mit dem, wenn du die Wahrheit hörst oder das für dich als wahr erkennst, dann glaub dem oder ja, trau dem. Es ist wie so etwas in dir weiß, dass das stimmt. Es geht wie in Resonanz. Ja, Ne? ja. Und diese Energie, die in Resonanz geht, die befreit. Also die befreit. Ne? Deshalb alles, was du wegnehmen kannst davon, dass es dich behindert, dass du das wirklich fühlst, diese Resonanz. Ja, deshalb trau dich. Trau dich, es auszusprechen und auch wenn du Zweifel dran hast, kannst du uns gerne schreiben und wir helfen dir, die aus dem Weg zu räumen, könnte man sagen. Ne? Alles Liebe aus Goa. Tschüss. Tschüss.